Hallo, willkommen zu einem Garten-Update. Diesmal bei angenehmen Temperaturen. Nacht hatten wir noch ein Gewitter. Ich habe mich schon das Gießen, hier mal Risiko, die verwende ich natürlich nicht mehr. Die sieht gut aus, aber die sehen nicht mehr so gut aus. So. Also indem wir jetzt hier Wochen, fast Monate lang so täglich so um die 35 Grad hatten, ist das jetzt hier sehr, sehr angenehm. Wie gesagt, es hat auch mal geregnet, aber dringend gebraucht. So, jetzt müsste ich auch langsam mal anfangen mit der Ernte, mit der Paprika. Was mir auffällt ist, die immer so Risse, ich zeige auf der anderen Seite. Also die hier sind wunderbar dieses Jahr. Natürlich mache ich die nicht so in die Hydroponik, dass die Rohre verstoppen und viel zu gut wachsen. Aber im Vergleich zu voriges Jahr, wo ich sie hier der Erde hatte, oder hier die. Gut, es liegt nicht an der Erde, muss ich ehrlich gestehen. Es hängt wohl an der Hitze, wo wir hatten, dass die so super lecker schmecken. Das vorige Jahr hatte ich überhaupt keinen Geschmack gehabt. So, meine Tomate wachsen auch wunderbar. Kommt kaum nach dem Ernte, muss ich heute schon wieder mal machen. Das ist jetzt mein Paprika. Das ist jetzt nicht. Hier fängt es an zu reißen. Dann haben viele solche Stellen. Da sieht man es jetzt besser. Die hier ist ein bisschen schrumpelig. Die hier ist ein bisschen schrumpelig, gell? Ich muss aufpassen, guckt alles voll mit Wespen, die gehen mir hier. So was meine ich. So, ich habe gerade einen abgemacht. Also das meinte ich. So sehen manche aus. Also der Bekannte meint, das wäre von der Hitze. Wer was dazu sagen kann, bitte mal gerne in die Kommentare. Ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt ein Problem der Hydroponik ist, sondern eher wirklich ein Hitzeproblem. Ja, bitte mal, wer es weiß, antworten. Ja. Ich muss ernten mit Handschuhen. Weil die zum Beispiel dazwischen sitzen, die gehen nicht mehr hemmen über Nacht. Jetzt denke ich mal, wo es kühler wird und zum Beispiel hier sieht man welche sitzen. Wenn man so ein Video sieht, die sitzen da drin, bleiben auch über Nacht. Das ist schon ein bisschen störend, wenn man da reingreifen würde. Hier wachsen wunderbar, habe ich schon etliche geerntet, auch eine Wespe. Die werden wohl die Schädlinge bekämpfen. Das wäre, da habe ich ja nichts dagegen. Wie gesagt, die sind schon gut, kann die Paprikas. Nur halt so manche wieder oben, die. Ich hatte aber mit der Bekannte gesprochen, die hatten ein relativ großes Gewächshaus. Man hat auch schon länger gehabt, die hat dieselbe Probleme, aber mit der Paprika dieses Jahr. Wahrscheinlich ist das der Hitzestress. Wer was genau dazu sagen kann, kannst du mir in die Kommentare schreiben. So, die Petersilie kommt jetzt auch wieder. Auch zu viel Hitze. Hier sieht man aber nicht meine. Und jetzt einige. Aber das Thema Hitze soll jetzt mal eigentlich durch sein. Da muss ich noch die ganzen Brombeeren ernten. Da unten geht auch nicht so viel. Die Gurken kommen wieder ein bisschen, aber da bin ich fast nicht gern. Ich meinen letzten Salat gemacht habe und die war nichts mehr. Ja, noch alles für Himbeeren, Brombeeren. Ja, noch ernten. Vor allem muss ich auch noch verwerten. So, das sollte jetzt mal gewesen sein für das kleine Update. Und dann neigt sich das Jahr auch schon mal wieder zum Ende und dann wird mit dem Umbau da angefangen für das nächste Jahr. Da will ich ja etliches verändern an der Hydroponik. Ich will im Endeffekt eigentlich kaum noch irgendwas in der Erde haben. Da will ich hier in den Bereich hier Sachen reinbauen. Die Außenrohre lasse ich wahrscheinlich, weil ich es schon habe. Und vor allem benutze ich dann größere Rohre. Ich muss schon sagen, einiges macht so viel Wurzeln, dass sogar diese Rohre hier, die großen, verstopft waren. Hier die vor allem, die haben Wurzeln gemacht ohne Ende. Komplett dieses Rohr hier verstopft. Ging gar nichts mehr durch. Ja, das sind halt die Lerneffekte. Deswegen macht man ja sowas.
Okay, meist auf den Himmel gefallen. Ne? Habe ich gesagt, am meisten bin ich überrascht hier. Meine kleinen komischen Birnen, Tomaten. So lecker. Machen die noch nie. Allerdings muss ich eigentlich sagen, ich wollte sie jetzt vorher waschen, weil mir hat hier von Belgien der Nebel hier, der Rauch, gestunken hat ohne Ende. Ich denke, der ist auch nicht so gesund, dass der sich jetzt hier überall drauf gelegt hat. Also das habe ich bedenkenlos direkt so aus dem Garten gegessen, wenn ich mal langs bin. Aber das lasse ich jetzt, glaube ich, auch mal. Erst waschen, dann essen. Ist wahrscheinlich besser. Das ist ja schon erschreckend. Das sind jetzt 150, 160 Kilometer bis nach Belgien, dem Feuer. Hier war das ganze Tal zu mit Rauch. Ich muss aber sagen, generell hat es rundum sowieso überall gebrannt. Gut. Wie gesagt, im letzten Video habe ich schon gesagt, hier mit dem Wasser mache ich überhaupt keinen Aufwand mehr. Ich habe so ein bisschen Dünger nachgekippt und fertig. Und der Volk gibt mir recht. Hat immer gewechselt, immer nur nachgefüllt. Und natürlich ist am Tag 20, 30 Liter rauskommen bei der Hitze. Die Blätter haben ja schon einiges verdunstet. Ja, also, wer will weiter informiert bleiben, Abo, Like, würde mich sehr, sehr freuen. Verpasst man nichts und wie gesagt, ich will noch viele Umbauten machen. Meine Erfahrungen werde weitergeben. Dem einen oder anderen wird es vielleicht was bringen. Also, grüner Daumen hoch, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.